Goedemorgen allen. Ik wil hier wat voorlezen ter begrüßung. Dat vinden we in Römer kapitel 8, 31 durch 39. Ik wil hier eerst 2 Korinther 3:17 lesen. Da sagt Jesus, der Herr ist der Geist. Und wer dem Herrn sein Geist ist, wo dem Herrn sein Geist ist Freiheit. Römer 8, 31, 34. Was will wir hier zu sagen? Wenn Gott auf uns sieht ist, wer kann dann je in uns sein? Wird die sie in ihnen sehen, für uns alle Handjäuf, uns dann nicht alles mit ihm schenken? Wer will Gott seine Utgewählte beschuldigen? Gott ist dort die an gerecht merkt. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, und mehr als dort. Er wird vom Tod abgewagt, und ist nu wie Gott zur rechten Hand, und wird für uns. Was kann uns Christus seine Leib wegnehmen? Sollen Leiden oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Armut oder Gefahr oder dort schwert, so es geschrieben steht, am den Hofen, wo wir dem Dach über Hand geschlagen. Wir wollen als Schlagschub angesehen. Aber an all das haben wir die Eberhand, am denen sind Hofen, der uns Gott ist. Ich sehe mir sicher, dort nicht Tod oder dort Leben, nicht Engel oder Gewalten in jedem Wort oder Zukunft, nicht die Welt über uns oder die Welt ohne uns oder irgendeine andere Kreatur uns von Gott in Leib scheiden kann, der in Christus Jesus unseren Herrn ist. Jeremia 3, 31, Vers 3 sagt, o lang her hat der Herr sich Diebe gewesen. Ich sehe noch immer die Gott gewas, du wie ein Kjoakj, die mir drei hat geläubt. So, wenn wir hier gucken, dann, das stammt an mit den Leuten, was wir hatten, wo Jesus raufkommt, und das tut direkt, sozusagen, das tut direkt an. Jesus hat alles. Er hat uns so geläuft, dass er raufkam. Er schickt in ihnen sehen. Jesus kam rauf, uns zu raten, und das ist eine große Leute, was er zu uns hat. Aber er ist ein Heiche vor. Wir haben uns jetzt plötzlich gelesen, dass du es nicht ein Ding, was uns kommt, von Gott in der Leib schäden. Und hier tun wir zum Thema angehen, wo ich gesagt habe von denen, die Wichtigkeit gefällt mit dem Heiligen Geist. Jesus ist hier nicht mehr. Aber sein Geist wohnt man uns. So es ist wichtig, dass wir den Geist angefällt haben, oder dass wir den Geist an uns haben. Auf Englisch würde ich das nennen, the touch of God's presence. So es ist wichtig, dass wir angefällt sind mit dem Geist. Und wir wollen uns von der in Apostelgeschichte nach mit Versen lesen. Ich würde gleich, wenn ihr darüber Hand reden, Apostelgeschichte Kapitel 2. Wir wollen von 14 anfangen. Und ich will probieren, die Versen zu sagen, wo wir lesen wollen. Und ich habe das in 3 Teilen geteilt. Das erste ist inspiriert worden durch den Heiligen Geist. Das zweite ist gehalten worden durch den Heiligen Geist. Und drittens noch verändert worden durch den Heiligen Geist. So, wir wollen anfangen mit das erste von inspiriert worden. Wir wollten die Geschichte, wo die in der Apostelgeschichte, wo die Kjoakj anfängt. Wir wollten, wo Petrus abstand zu predigen. Wir kriegen, wo der Geist eingegoten wird. Und wir wollen uns von der sagen, an den Geist holen. Wenn das ist, das, was wir hier nicht haben, der redet uns. Wenn Jesus als hier war, heißt eine Heiche vorhin, hat uns den Geist geschickt. Und was wir können tun, wenn wir den Geist haben. Wo wir Kraft wir haben. Wir wollen uns Apostelgeschichte 2 von 14 durch 18 lesen. Ich wollte hier alle am Plottisch lesen, dann sagt Jesus, dann stund Petrus mit der Albe ab und fängt mit einer Lüderstimme und zu reden und sagte an, Männer von Judäa, und all die in Jerusalem wohnen, das soll die weiten, und bracht ein horcht, was ihnen sei. Diese Männer sind nicht betrunken, so als sie denken, willst dort erst nach Moklok nähen zum Marius. Das ist aber dort, wovon der Prophet Joel gerät.
haf. Gott sagt, dort wird an der letzte Zeit passieren, dort ich meinen Geist über alle Menschen jeiten war. Jene Sehens in Dachten waren prophetisch reden, jene junge Männer waren Visionen sein, jene alte Männer waren Träume haben, und über Männer im frühesten mit deinen, wo ich an der Zeit meinen Geist jeiten, und die waren prophetisch reden. So hier haben wir eine Begebenheit, wir weten nicht die Geschichte, dort als viel zu viel Zeit war, und du würdest nennst werden, aber ich hoffe, die sind alle bekannt mit der Geschichte, wo sie den Heiligen Geist kriegen, und sie waren so überzeugt, und ihre Zungen waren los, und dann fangen sie an zu reden. Und dann einmal hastig, dann steht Petrus mal ab, und beschwichtigt die mal durch. So, das Fall hat sie zu holen, die wären betrunken. Und was passiert, wenn ein Mensch sich mit Starkheit annimmt? Kriegt dort, was hier passiert, nicht? Die waren los. Die fangen an zu vertalen. Die haben mehr Gewissen, sozusagen. Die wollen sich mehr zu sein. Und diese hatten noch niemals so belebt, wenn der Heilige Geist kam ab und ab. Die Männer der Raum hatten dort noch niemals gesehen, was passieren kann, wenn ein Mensch angefallen ist mit dem Heiligen Geist. So, sie hatten selbst keine andere Ursache, als zu glauben, diese sind bedroht. Und hier steht Petrus ab und sagt ihnen ganz klar, dass dort noch mal klar nichts mehr ist, das hat nichts mit Bedrängten zu tun. Und das ist der Geist Gottes, was trieben da. Habe ich mal so eine Belebenheit gehabt, mit dem Geist angefallen zu sein? Reden, wo wir glauben, wo wir nicht würden können? Ich hatte es erfahren. Dort, die manchmal hast die Vira, was die gleich weiß, wo die herkommen. Und wie falls die so voll Energie, und das hat mit der zu tun. Der Geist hat die angepackt, und dann hast du eine Wirkung durch den Geist, was die euer nicht hast. Und diese Männer glauben, sie wären betrunken. Petrus sagt, wenn die waren angeschickt sind mit dem Geist, dann sagt es hier so, jene Dächteren, die waren prophetisch reden, die sehensten Dächteren, jene junge Männer waren Visionen sein. Ich glaube, wir haben viel rückgeschmitten von diesen Versen. Wir glauben da gleich an. Was glaube das passiert? Manchmal, wenn du Dinge passieren, was du mit bitter gemeinlich hast, dann habe ich einmal kurz die Wied und Anzeichen des Ebergeschult. Ich glaube, wir sollen das ich prüfen, als der Mensch wirklich auf dem rechten Weg ist. Ich glaube, wir tun natürlich am Mensch rechten. Wenn hier, sagt Petrus ganz klar, ist der Heilige Geist, als das, was du arbeiten wird. In 1. Korinther 2, 9 durch 10, sagt er, die wollen sein und die wollen reden. Aber gerade als geschrieben steht, was kein Uhr gesehen hat und kein Uhr gehört hat, und woran kein Mensch gedacht hat Gott gemerkt für die am Gott sind. Uns hat Gott dort buitenloten durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Willst der Geist forscht alles nur, so Gott seine tiefste Geheimnisse. So, wenn wir den Geist an uns schaffen loten, dann kann wir Gott erforschen. Einmal habe ich gedacht, dass wir Gott erforschen. Gott lässt sich erforschen. Wenn wir Frauen sind, mit dem Geist, Gott lässt sich Frau. Und wir können an Gott seine tiefste Geheimnisse angehen. Wir wollen sein und wir wollen reden. Wenn wir wollen mit dem Geist angefallen sein, inspiriert worden von den Heiligen Geist uns Luten leiden, dann wollen wir Dinge erforschen. Wir wollen die Schrift erforschen können. Die Bibel, das Buch, was wir noch niemals gesehen haben. Wir wollen Dinge rückkommen, was ungeläuflich sein. Und wir müssen Glauben haben und Vertrauen, Dinge wollen passieren. Gott wird uns inspirieren. 2. Mose 31, Vers 1. Das ist ein Vers mit 5 Vierer.
sagt der Herr sagt zu Moses. Das ist alles, was der Herr sagt. Du kannst von ersten Tag sehr viel mehr sagen. Haft der Herr all zu dir sagt, haft er all zu dir redet. Zu Moses steht er. Wir glauben von ersten Tag, Gott redet euch mehr. Er redet euch den Jeist. Das ist eine Stimme an uns, was uns bewegen wird. Er redet, wir sollen segnen. Wenn wir segnen wollen, wo wir fangen. Und dort reichen wir eben den zweiten Punkt von Heilung durch den Geist. Und dann war eben eine Apostelgeschichte, wo du was Kapitel 7, mein einziges was Versen nicht loten von Apostelgeschichte 3 von 1 durch 10. So, Jesus will uns heilen. Hier sagt Petrus und Johannes hier in Kjoakj 3 in dem Tempel, aus der Zeit wird zum Beten. Du wart ein Mann, der von Geburt an wie Lohm was, nur dort Tempelput gedreht, dort sei dort Scheinenanden, von der Teupracherin, die im Tempel nennen. Als Petrus und Johannes sagt, im Tempel nennen gute Früchte, die nur Geld. Heute checkt an und reden damit, dort sei am würden was geben. So das junge Mann, der so in Prag hat. Das Bild als uns nicht Frauen, ne? Wir haben von der so viele arme Menschen mang uns, was die Pracherin tun. Wo sind wir gesagt über die? Wir schwinden Fieber geben, oder ein Tiener, sogar noch ein 20, dann haben wir so ein Gott getan, ne? Ich werde letzte Woche mit schnell Schmerz mit. Wir wurden einen kranken Mann besiegen, was ich gekriegt habe. Viele von Ihnen haben, das sind die Hohen Ernst, was ich schon mal 15 wohne. Wir wohnen sehr auf Kleinstadt. Wurden am besiegen, und dann ist wieder nur am Bach Javier, und dann haben wir ein Scheinfeld an, wie Gaststation, kaufen uns einen Drink. Ich habe den Mann an, und wahrscheinlich kann er knallen. Und, Pracher da war er. Das Mann, der, hat ja noch gerät, und knallt, würde ihm was geben. Hij deed ook. Hij heeft een wat op. Hij heeft een nachtkomst als wat als lust geld. Hij vroeg, wat stest hij om jezelf? Wat jeet het die? Wat est hij om aldag? Voorste Kjoakj. Hast een Bibel? Hij deed de antwoorden, alle antwoorden. Ja, hij had een Bibel en hij voert op de Kjoakj. Dan vraagt hij, dest hij er wat met? Nou nee, zei hij deed niet. Hij knalst me op de mout. Hij soll Bibel lesen und die Kirche fahren und ja, er hilft ihnen ein bisschen mithelfen, aber ich glaube dort, was er den anplanten, dass ich glaube, das wird an allein viel mehr drehen sein als bloß ein Fieber. So, wir haben andere Jungs, wo wir kennen, das wird mitteilen. Weiteres Teil, dann sagt es hier in Vers 6, dann sagt Petrus, selber Geld habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Und Jesus Christus von Nazareth seine Namen stu ab und go. Und hij fährt am an der rechte Hand und hof am ab. Und putz kriegen seine Feit in Enkelkneckes Kraft. So sprung hij ab, können gehen und stehen und ging mit am Tempel näher. Ging und sprung und lob Gott. Und all die Menschen sagen am, gehen und Gott loben. Und sie wissen dort auch, dass die ihm dort keine Tempel hat gesehen und gebracht. Und sie wundern sich und staunen darüber, was mit ihm passiert wird. So, das Mann kriegt mehr als Geld und Sauber. Für den wird es viel mehr, wird er tun können. Und das sagt ich, lob Gott und Preis für was passiert wird. Er ging mit ihm in den Tempel nennen, mit Antop. Lob Gott, preis Gott für was passiert wird. Habe ich mal einen Menschen mitgeteilt, was Gott für ihn getan hat? Habe ich auch Menschen im Herrn bringen? Der Yes Gottes, der hat uns inspirieren, dass wir seine Dinge kennen. Wenn wir Gott wollen gehorsam sein und Yes gehorsam sein, dann sind die Dinge, dann können wir Menschen im Herrn bringen. Wir können die gesund merken. Wenn nicht physisch, aber wir können der Hort gesund merken, dass er sich kann, und er Hort Gott feiern, dass er nicht die Lage steht bleibt.
Jeremia 30, vers 17, worden een klein beetje een oude bund aankijken. Dat zegt, ik wil die zund merken en die wunden heulen, zegt de Heer, wils zij die verstandene namen en zien om die kunnen wat ramgeven. So, Jesus sagt, hij wordt die zund merken. Dan sagt het hier, Jeremia 33, van 6, 9, sagt, horcht einmal, ik wil die steed laten beter worden en wil die zund merken. Ik wil aan stort merken en merken dat zij goed auf zijn en op lange tijd vrede hebben. Ik wil Juda en Israël dort waren laten beter gaan en am abjuren als eerst einmal. Ik wil alle zinden, die zij je mij gedaan hebben, wegnemen en wil aan alle ihre zinden, die zij je mij gedaan hebben, en die zij mij zijn geen ongewas vergeven. En alle volken op de aarde worden mij met vrede, eren en prijzen en anerkenning geven, want zij heren wat ik voor deze stad doe. Die worden zich aan varg wonderen en worden flotteren en stonen over al dat goede en al die erfolg dem ik aangeef. So wir haben hier Beschreibungen, wo Gott das Land heilen wird. Wenn wir uns wollen transformieren lassen oder inspirieren von den Geist, wird Heilung sein. Wir haben einmal viele Dinge, was wir euch können vergeben, nicht? Oder vergeben. Wenn das so eine Lache sind, wo die uns strugglen, das, ich würde ihm aufmerken. Bet, dass der Geist die wird Kraft geben, die Dinge abzureden. Dat niet weet, dat alle materiaal. Wenn der Jesus umsonst, der Jesus vrij te haben. Wir dürfen den haben, aber den annehmen. Jesus für uns, er will antragen. Und Kraft kriegen, dass wir kann Vergebung kann, er will heilen. Wir wollen, dass du sind viele Wunden, was du diese Zeit ram sind, was du wei tun, und was wei tun. Wobei, wie kan geheilt worden? Christus das Lumamon. Hij kreeg starke bein, hij kon gaan, hij werd geheilt. En hij loof God en prijs voor wat hij aan hem laten toekomen. En we kan dat ook te ons nemen. We kan ook heilung krijgen door den Geist. En dat gaat even naar de derde punt. Transformiert worden door den Heiligen Geist. Verändert worden. Apostelgeschichte 35, vers 37. En strak die hand uit te heilen, en jaf dat durch dienen Heiligen Knecht Jesus in Naam tekens en wunder passieren mocht. En als zij gebed hadden, schade de plaats, wo sie taub wären, en zij wären alle voll vom Heiligen Geist in predigen Beruf von Gott sein Wort. So dat is alweer een geschichte wo ze alle taub sind, wo ze dan beten doen. Om dingen, en ze kan, wo de Kjoakj geraten wordt, ze beten om dingen en die passieren wunder. So ze werden alle begeistert en wat God verändert. Ze werden verändert durch den Geist. Wieder hier sagt het, en al die Geloofenden werden am Hort eine Säule. Du seht auch keiner dort hij dort een, wat hij bezatten deed, aber hadden alles alle taub. En de apostel geven met grote kracht zeichnis, dat Jesus Christus van dort abgestoßen wird, en die genoot bij aan alle sei groot. Du wird auch keiner, dem dort an irgendwas fehlt, wils wer lohnt oder Hisa hat verkauft, dort und braucht dort Geld, was hij dafür gekriegt hat, en übergreift der Apostel dort. Bedeuten dort Donau uit als ein jedem dort fehlt. En Josef, der von der Apostel auch Barnabas genannt wird, dat meint einer, der du trösten lädt, ein Levit, der von Zypern stammt, hat lohnt und verkauft dort und kam und übergreift der Apostel dort Geld. So wir wissen, dass die Geschichte, wo sie dann Dinge verkehrten deuten, weil das sagt, dass sie haben alles taub. Sie werden verändert worden durch den Geist, was da passiert wird. So sie haben rein alles taub. Da werden so eine Mann aus Barnabas, dass wir so eine, was er lohnt hat, er verkauft dort, bracht das Geld zu den Propheten, zu den Aposteln durch, zu den Jüngern, und die dalten dort uit. Sie haben alle Dinge taub. Wenn wir verändert worden
von den Jeist. Haben wir mal eine Weisheit gefragt? Oder fragen wir bloß eine Richtung? Ich will hier ein Beispiel nehmen von 1. Könige 3, 34, 14. Dort ist, wo Salomo sich wählen kann, was er will. 1. König 3, 34, 14. Und der König ging nach Gibeon, durch ein Opfer zu merken, durch wie der größte höhere Opfer steht. Salomo hat durch tausende Brandopfer auf den Altar gebracht. Und danach, wie Gideon kam der Herr nur Salomo in eine Offenbarung, und Gott sagt, frag nur, was ich dir geben soll. Und Salomo sagt, du hast meinen Vater David, der die dein große und treu gewesen, weil es mit sein ganzes Haupt Gott und treu und aufrichtig für die Wandelndeit, und du hast diese große und treu beigeholen und das, dort die seinen sehen, von der auf sein Thron lässt regieren. Und du, mein Herr und Gott, hast mich, dienen deiner, zum König gemerkt, und meinen Vater David seine steht, wann ich doch noch jung sie und nicht weit, wo ich regieren soll. Und ich sehe hier in der Mitte von dem Volk, dort die mich gewählt hast, ein großes Volk, dort so groß ist, dort es nicht zu teilen geht. Gib mir nie Weisheit, dort Volk zu regieren, so dass ich mag weiten, was gut und was schlecht ist. Wo kann ich das, den großen Volk anders regieren? Und dort gefällt dem Herrn, dort Salomo nur das früh. Und Gott sagt zu ihm, willst du nur das gefragt hast, und hast nicht nur ein langes Leben für die gefragt, oder eine Recht seinen oder den Tod von deinen Feinden, und hast noch Weisheit für die gefragt, und hast nur Weisheit für die gefragt, dort die kannst dort tun, was recht ist, wo ich die dort geben, nur was du fragst. Ich will die Weisheit und Verständnis geben, so was noch nie nicht einer gehört hat, und was nie nicht noch wer kriegen wird. Ich gebe die dann auch noch, nur was du nicht fragst. Ich will direkt merken in ihr geben, dort du kein König an deine Zeit mit die zu vergleichen wird gehen. Und wenn du wirst auf meine Weg bleiben, und meine Geboten und Vorschriften holen, so als dein Vater David dort tut, dann will ich dir auch ein langes Leben geben. So, das ist eine Verheitung, was er hier kriegt. Gott offenbart sich Salomo. Salomo wird auch abgefällt von den Jeist. Er fragt eine Weisheit und Verständnis, wenn er will dort Volk lernen, was sein Vater aber gelehrt hat. Und er wird noch jung, er fragt eine Verständnis. Und Gott sagt zu ihm, wenn du nicht in der Richtung gefragt hast, dann will ich dir das geben, die Weisheit, nicht was du fragst. Und danach große Richtung, was scheinbar was verglichen mit der Zeit, wo die leben lässt, was keiner so richtig sein als die. Und wir wollen nicht Geschichte, Gott dort. Und wo wir Apostel machen, gerade hier bei Salomo, das letzte Part, was du sagen wird. Und wenn du wirst auf meinem Weg bleiben, in meine Geboten und Vorschriften holen, so aus dem Vater David dort, dann will ich dir auch ein langes Leben geben. So, wir wollten die Geschichte von Salomo, das redet nicht so aus, als ich das hier hören das. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da auch einmal an denken, und das Richtung haben wir vor. Salomo, wie sehr weiß, sei recht und klug. Aber in sein Leben dreht sich ganz raum auf ein. Und ich will Ihnen bloß mal merken, wenn wir nu mit den Jeist verändert sind, wie kann Gott nur irgendwas freilen, was uns fehlen wird, er wird uns das geben. Und wenn wir wollen sein Wort gehorsam sein, der wird uns ein langes Leben schenken. Kriegst du Salomo versprochen krieg. Und ich weiß dort, da sind so viele Umstände, was hier sind. Eine Geschichte, was du, ist ein älterer Mann, der hat Krebs. Und ein jüngerer Mann, der hat Krebs. Und der wird verbet, Männer wird gebet, Heilung. Der junge Mann starb, hat eine Familie, eine junge Familie. Und der ältere Mann, der hat seine Kinder alle von Tisch. Die haben alle erinnert. Die haben alle erinnert wiederkommen. Und der ältere Mann wird gesund, der wird geholfen. Na, die Frau ist, das Gott reich schaffen.
Einmal, falls ich so, Gott merkt einen Unterschied. Weil wir Gott den Geist drin sind. Weil wir nicht rechten. Gott hat für jeden einen von jedem Plan. Weil wir uns von den Heiligen Geist loten leid, der will an jeden antreiben. In ein Wort, du durch Gott die kriegen, und du durch kann ein schönes langes Leben bringen. Als wir krank sind oder gesund sind, wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Wenn der Körper hier wird wegscheiden, das ist bloß, wenn du gerade die was wir hier sind, das ist ein irdischer Körper. Wir werden hier transformiert. Wir werden nie Körper kriegen. Weil wir Jesus an uns haben und jetzt werden an uns wirken lassen. So ich will dich mitmachen. Durch diese Weg, wenn ihr rückfahren, was ihr tun, weil wir Menschen mit wir transformiert sind mit dem Geist Gottes. Mocht er sie gut sehen.